Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Auch heute habe ich mir wieder einen Gast zum ganz persönlichen Gespräch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, aus unserer Catscast, Anna-Karina Buchegger. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Erstmal vorweg, wir beide halten heute den Mindestabstand und wir sind beide getestet. Also deshalb dürfen wir auch mal ausnahmsweise ohne die Maske sprechen. Genau. Das ist doch schön. Anna-Karina, die Theater sind alle geschlossen. Seit Monaten sind wir in einem Lockdown. Wie geht es dir als Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin mit dieser Situation? Wie hast du den Lockdown erlebt? Also mir geht es prinzipiell gut. Ich finde, man ist mittlerweile an einem Punkt, wo man sich nicht mehr wirklich Gedanken über die jetzige Situation macht, weil es irgendwie schon wieder so ein bisschen zur Normalität wurde, zur neuen Normalität. Ich habe so ein bisschen Phasen durchlebt. Es ist immer wieder so ein Auf und Ab. Wenn ich mich daran erinnere, es ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her, wo der erste Lockdown gewesen ist. Da war natürlich alles super neu. Man war aufgeregt, man war wirklich jeden Tag nur vorm Fernsehen, hat die Neuigkeiten angehört. Es war einfach, also man war so richtig sensationsgeil irgendwie. Es war fast spannend. Es war fast, also ich möchte jetzt nicht sagen etwas Positives, aber es war einfach ich hatte mit so vielen Leuten Kontakt, permanent am Handy und wie geht's und immer dieselben Gespräche. Das ist jetzt mittlerweile natürlich total abgeflacht. Es fragt niemand mehr, wie geht's dir im Lockdown, außer natürlich in so einer Situation. Es ist normal geworden. Es ist fast schon Normalität. Und Ja. am Anfang war es noch ein bisschen aufregend. Genau, sozusagen. absolut, ja. Hast du dir auch viele Gedanken gemacht am Anfang? Hast du Sorgen gehabt? Am Anfang eher nicht. Die Sorge kommt eher mit der Dauer des Lockdowns, muss ich tatsächlich sagen. Kam später dann Ja, erst. Auch schon. über den Beruf und wie es weitergeht? Auf jeden Fall, weil ich muss sagen, am Anfang konnte ich das einfach überhaupt nicht einschätzen, konnte niemand einschätzen, wie die Situation ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte im März noch, okay, jetzt reißen wir uns alle irgendwie zusammen, sind 2-3 Wochen zu Hause und dann können wir den Sommer wieder ganz normal verbringen. Das dachte ich wirklich. Und gut, dann so mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, es ist überhaupt nicht so. Und wir hatten ja das Glück, dass wir dann im Sommer kurz spielen durften. Wir haben mehr geprobt als gespielt. Wir hatten ja 2 Shows, glaube ich, mit diesem neuen Konzept. Wir hatten dann auch im Herbst das Glück, dass wir einen Monat noch spielen durften. Und ja, das war dann, man kommt dann so schnell wieder rein in diesen Arbeitsalltag, dass ich gar nicht mitbekommen habe, was so um mich herum passiert, dass das immer noch existiert. Und dann plötzlich, es kam ja dann im Oktober, November wirklich fast von einem Tag auf den anderen. Und plötzlich sitzt man wieder zu Hause und das alles holt dich dann wieder komplett ein. Und jetzt ist es wieder so, als hätten wir fast nie gespielt. Das ist einfach Monate her. Ja. Dass man sich dann kaum noch erinnern kann. Es ist ein absolutes Auf und Ab. Und natürlich jetzt momentan bin ich dann schon so ein bisschen also man denkt schon nach, ja. Klar. Im Zusammenhang mit dieser Pandemie kam ja immer wieder dieses Wort auf systemrelevant. Welche Berufe sind relevant? Hast du diese Diskussion auch verfolgt? Ja, auf jeden Fall. Und es kam bei mir natürlich dann auch auf dieser Gedanke, wie würde es mir jetzt gehen, in einem systemrelevanten Beruf zu sein? Ob man sich dann generell mehr gebraucht fühlt, ob es einem psychisch besser geht, weil man einfach weiß, dass man was tut für die Allgemeinheit und für die Menschen. Ich dachte immer, dass wir ja die Leute sind, die den Menschen was Besonderes geben, weil es doch ein bisschen ein außergewöhnlicher Job ist, jetzt im Sinne von, es kann sich nicht jeder vorstellen, auf der Bühne zu sein, nicht jeder mag das, nicht jeder stellt sich gern zur Schau. Und jetzt plötzlich hat sich komplett gedreht und man denkt sich so, wie notwendig ist es eigentlich? Hast du dich auch gefragt, oh Gott, bin ich eigentlich relevant? Auf jeden Fall, ja. Was hat das mit dir gemacht? Also ich bin generell immer so ein bisschen ein Zweifler. Ich bin generell ein sehr melancholischer Mensch, der sehr viel nachdenkt, muss ich sagen. Und das kam immer, es hat mich immer ein bisschen eingeholt. Auch die Angst vor dem Job, immer dieses Auf und Ab, dieses immer sich beweisen müssen. Was für mich recht schwer ist, weil ich nicht wirklich so ein Wettbewerbsmensch bin. Also ich habe es doch gern sicher. Deswegen ist es fast ein bisschen absurd, dass ich in diesem Beruf bin. Aber da macht man sich dann doch Gedanken in so einer extremen Absolut, Situation. ja, absolut. Es ist wirklich ein Auf und Ab. Es geht
sehr lange gut und dann gibt es wirklich wieder Tage, wo man sich denkt. Wie hast du deine Zeit genutzt? Hast du irgendwas Neues begonnen? Ein neues Hobby? Also, ich habe es versucht. Ich habe mir im ersten Lockdown ein Keyboard bestellt. Da war ich noch guter Dinge, das verstaubt zusehends. Tatsächlich? Ja, absolut. Es ist aber ein toller Einrichtungsgegenstand mittlerweile. Es sieht halt super kreativ und schön aus. Was ich begonnen habe tatsächlich, es gibt von Lego gibt's so Landschaften, also zum Beispiel so die Skyline von Dubai, jetzt ZB, oder Puzzles. Also ich mache das tatsächlich. Da muss ich nicht wahnsinnig viel nachdenken. Also es erfordert jetzt nicht, also ich brauche jetzt keinen Lehrer, ich brauche jetzt nichts Neues zu lernen, aber es beruhigt mich dann doch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich schaffe es, 1-2 Stunden am Stück ruhig zu sein, was bei mir eine ziemliche Seltenheit ist. Bist du eher ein unruhiger Mensch? 100%ig, ja. Und da hilft dir das. Ja. Man sagt ja, Puzzeln macht glücklich. Wusstest du das? Kann ich jetzt absolut nachvollziehen, Ja? weil es ist Warum? nichts besser. Es ist dieses Erfolgserlebnis, wenn du 5 Minuten nach diesem Teil suchst und es sich dann plötzlich mit dem Rest zusammenfügt. Das ist wunderbar. Ist ja wirklich, ich bin ein Fan. Wissenschaftlich bewiesen, dass diese Erfolgserlebnisse tatsächlich irgendwie glücklich machen, wenn man es dann geschafft hat. Wobei ich sagen muss, bei uns ist es ein bisschen schwierig. Ich habe 2 junge Katzen zu Hause und mein Puzzle besteht auch aus, es sind ganz viele Katzen drauf. Es ist alles ein bisschen absurd mittlerweile bei mir. Und schaust du dir auch mal ein bisschen an für deine Rolle, die Katzen? Hast du da was entdeckt? Stimmt alles? Absolut, ja, absolut. Ja? Also generell im Stück, also das weiß ich ja aus erster Hand, dass wie die Katze quasi dem Menschen gegenübertritt, sie fühlt sich ja doch sehr erhaben und sehr, 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 sehr wichtig. Kann ich zu 100% bestätigen. Ich bin auf jeden Fall das Opfer zu Hause. Also die haben mich 100%ig im Griff. Sie haben mittlerweile auch die Zeit festgelegt, wann es Frühstück gibt. Vielleicht musst du im Kostüm erscheinen. Vielleicht. Vielleicht schüchtert sie das ein. Vielleicht. Das Hast kann du dir sein. auch was abgeschaut, was du noch einbauen willst? Ja, tatsächlich habe ich ja momentan doch sehr viel Zeit, dass ich meine Katzen beobachte. Ich tue auch fast nichts anderes. Ja, was mir wirklich aufgefallen ist, dass die Katzen, egal was sie machen, die gehen mit so einer Bedachtheit und mit so einer Konzentration und so einer Ruhe. Selbst wenn sie sich putzen, die brauchen einfach für eine Pfote dann irgendwie 1,5 Minuten. Das ist wirklich unglaublich, erst einmal schön zu sehen, weil sie halt so wunderbare Tiere sind. Ich war immer ein Katzenfan und jetzt noch ums Doppelte mehr. Und ja, es ist zum Schreien. Sie sind großartig. Leider konnte ich jetzt noch nichts in irgendeiner Form anwenden, weil wir halt leider nicht spielen. Ich muss mir das alles irgendwie Aber das kommt noch. merken Dann bist du und vorbereitet. perfektionieren. Du bist ja aus Wien. Manche Kolleginnen und Kollegen kommen ja von woanders her. Glaubst du, es ist ein bisschen leichter für dich, den Lockdown hier zu erleben, in deiner Heimatstadt? Ja, glaube ich schon. Ja? Auf jeden Fall, ja. Weil auch die Familie da? Die Familie ist da. Ich habe eine kleine Nichte. Es ist eigentlich dafür die perfekte Zeit, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um sie zum Beispiel heranwachsen zu sehen. Und ja, ich habe auch noch Großeltern und das ist schon sehr, sehr schön. Ich liebe Wien sowieso. Es war immer neben meiner Geburtsstadt auch meine absolute Wahlheimat. Und also ich liebe Wien einfach. Und das ist schon wirklich ein großes Glück, da jetzt zu Hause zu sein. Ja. Gibt es etwas, was du ganz besonders vermisst hast jetzt in dieser Zeit? Ja, was mir aufgefallen ist, also man ist ja dann doch oft so ein bisschen einsam oder oft alleine einfach zu Hause. Und was mir schon fehlt, ist dieses ganze Zusammengehörigkeitsgefühl, was ja gerade bei Cats sehr, sehr intensiv ist, weil du ja fast permanent gemeinsam auf der Bühne bist als Ganzes. Gerade in einer Show, die halt auch so anstrengend ist, wo dich manchmal ein bisschen Leute mitziehen und ein bisschen motivieren und so, ist der Unterschied jetzt riesig. Das vermisst man dann ganz auf besonders. Jeden Fall, ja. Auf jeden und hoffentlich geht es ja bald weiter. Hoffentlich. Und dann wirst du das Gefühl wieder haben. Ja. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, uns Fragen zu schicken an euch, an die Cast. Die haben wir hier in diese Umschläge verteilt. Ich weiß selber nicht, welche Frage in welchem Umschlag ist. Ich wollte dich bitten, eine zu ziehen und die stelle ich dir dann. Das sind viele. Das sind viele, ja. Ich nehme. Ganz frei.
Die Mitte? Soll ich die rausnehmen? Ja, okay. dann bin ich nicht schuld. Okay, bitteschön. Oh Gott. Ich weiß es auch nicht. Bist du bereit? Sind Familie und Job als Künstlerin, Künstler vereinbar? Ja, das ist eigentlich jetzt die perfekte Frage, oder? Weil wir irgendwie gerade beim Thema waren. Also, es ist für mich momentan natürlich viel einfacher, weil ich das Glück habe, zu Hause zu sein. Ich war schon eher zu Beginn meiner Berufskarriere schon öfter auch in Deutschland oder mal in der Schweiz. Und ich muss sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, dann überhaupt einen normalen Alltag zu führen, weil du immer in fremden Wohnungen bist oder in Hotels. Du kümmerst dich quasi nicht um diese alltäglichen, also um diese Dinge, die so anfallen, einfach, die normal sind. Man hat einen anderen Rhythmus dann. Genau, ja, genau. Es sind ganz andere Dinge irgendwie wichtig. Eher, dass man zum Beispiel unter Leute kommt, als dass man zu Hause sitzt und Rechnungen macht oder so. Oder. Aber ich meine, ich habe ja sehr viele Kollegen, die auch Familie haben. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass sich das vereinbaren lässt, aber es braucht halt irgendwie ein gutes Management und ich glaube, man muss sehr fit sein und sehr viel Kraft haben, weil ja die Arbeitszeiten doch sehr spät sind und ich stelle mir das mit einem kleinen Kind schon sehr schwer vor. Aber es funktioniert, das weiß ich, weil ich viele Kollegen sehe, wo es funktioniert. Aber man kann sagen, in dem Beruf ist das schon eine Herausforderung. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das glaube ich, ja. Mhm. Du hast uns auch ein Lied heute mitgebracht. Ja, welches stimmt. Lied ist das Stimmt. und warum es möchtest du es? Blond aus I'm from Austria. Blond. Ja, weil es musste fast aus I'm from Austria sein, weil für mich diese Zeit, also das Stück war für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe es ja 2 Jahre gespielt und ich liebe die Musik. Es war einfach eine großartige Zeit. Und das Lied mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne. Ist auch eigentlich gerade zu Zeiten wie von Instagram und Co. ist ja diese Oberflächlichkeit, von der das Lied ja handelt, das ist eigentlich gar nicht so. Ganz passend. Ja, genau. Da freuen wir uns jetzt sehr darauf. Danke. Wir hören jetzt Blond aus dem Musical I'm from Austria, gesungen von Anna-Karina Buchegger. Viel Spaß. Adele war bis vor 3 Jahren als Frau ein wenig unscheinbar. Sehr gut gebaut und kerngesund, wusste ich nie so recht den Grund. Da sagten sie zu mir, schau da, du brauchst nicht nur den Wunderbra. Die Pamela, die Claudia, sind beide blond, kommt trau dir. Bevor ich auf ein Wunder hoff, versuch ich es mit Wasserstoff. Ich sollte blond wie eine Semmel sein, blond, blonder als der Sonnenschein. Blond, blond wie ein Weizenfeld, weil Blondinen vieles leichter fällt. Blond wie eine Semmel sein, blond, blonder als der Sonnenschein. Blond, blond wie ein Ballenstroh, weil Blondinen, sagt man, machen Männer froh. Kaum ging ich heimwärts vom Friseur, war Chaos im Berufsverkehr. Jeder fragt sie, wo's het ist, dass schon so früh die Stoßzeit ist. Adele dachte sich, schau, worauf es ankommt bei der Frau, ist scheinbar nicht nur der Verstand. Wer hätte so etwas geahnt? Auf einmal grobst da jeder auf, wegen so ein bisschen Wasserstoff. Ich sollte blond wie eine Semmel sein, blond, blonder als der Sonnenschein. Blond, blond wie ein Weizenfeld, weil Blondinen vieles leichter fällt. Blond wie eine Semmel sein, blond, blonder als der Sonnenschein. Blond, blond wie ein Ballenstroh, weil Blondinen, sagt man, machen Männer froh. Doch sag zu mir, wer
verzieh die nicht. Komm mit mir in mein Wasserbett. Sag ich nur, heut mich nicht für blöd. In Wirklichkeit bin ich brünett. Ich bin nur blond, zu blond, um wahr zu sein. Blond, blond, da ist der Sonnenschein. Blond, blond wie ein Weizenfeld, weil Blondinen vieles leichter fällt. Blond wie eine Semmel sein. Blond, blond, da ist der Sonnenschein. Blond, blond wie ein Ballenstroh, weil Blondinen, sagt man, machen Männer froh. Anna-Karina Buchegger mit Blond aus dem Musical I Am From Austria, begleitet an der Gitarre von Harry Peller. Anna-Karina, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Dankeschön für die Einladung. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gern auf Social Media. Dort können Sie diese und auch andere Folgen nachschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.